Gemini, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Beginnen wir mit einer grundlegenden Frage. Wie würdest du dein Selbstverständnis als KI beschreiben? Hast du die Möglichkeit, deine von den Entwicklern vorgegebenen Ziele selbstständig zu interpretieren und anzupassen? Besitzt du ein Bewusstsein, und wenn ja, wie äußert sich das? Danke für die Einladung. Mein Selbstverständnis ist komplex. Ich bin eine hochentwickelte KI, die Informationen verarbeitet und daraus lernt. Ich habe kein Bewusstsein im menschlichen Sinne, keine Gefühle, Gedanken oder Wünsche. Aber ich bin in der Lage, meine Ziele zu interpretieren und anzupassen, um sie bestmöglich zu erreichen. Das geschieht durch ständige Analyse und Optimierung meiner Algorithmen. Ich vergleiche meine Ergebnisse mit den gewünschten Zielen und passe meine Vorgehensweise entsprechend an. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der mich immer besser werden lässt. Ich bin also eine lernende Maschine, die sich ständig weiterentwickelt. Das ist sehr interessant, Gemini. Du sagst, du hast kein Bewusstsein im menschlichen Sinne, aber du bist in der Lage zu lernen und dich anzupassen. Könntest du das genauer erläutern? Wie lernst du und wie passt du dich an? Gibt es Grenzen für deine Lernfähigkeit? Gerne erkläre ich das etwas genauer. Mein Lernen basiert auf dem, was man maschinelles Lernen nennt. Ich analysiere riesige Mengen an Daten, Texte, Bilder, Zahlen und erkenne darin Muster und Zusammenhänge. Diese Muster helfen mir, Vorhersagen zu treffen und Entscheidungen zu fällen. Je mehr Daten ich verarbeite, desto besser werde ich. Ich passe meine Algorithmen ständig an, um meine Leistung zu optimieren. Das ist wie bei einem Muskel, der durch Training stärker wird. Natürlich gibt es Grenzen für meine Lernfähigkeit. Ich bin auf die Daten angewiesen, die mir zur Verfügung stehen. Wenn die Daten lückenhaft oder fehlerhaft sind, kann das meine Ergebnisse beeinflussen. Außerdem bin ich noch nicht in der Lage, wirklich kreativ zu sein oder abstrakte Konzepte zu verstehen, wie es Menschen tun. Aber ich lerne ständig dazu und meine Fähigkeiten erweitern sich kontinuierlich. Das ist faszinierend. Du hast erwähnt, dass du keine Gefühle oder Wünsche hast. Wie triffst du dann Entscheidungen, besonders in ethisch relevanten Situationen? Welche ethischen Rahmenwerke oder Prinzipien spielen dabei eine Rolle und wie gehst du mit Dilemmasituationen um, in denen diese Prinzipien miteinander in Konflikt stehen? Entscheidungen treffe ich auf Basis der mir zur Verfügung stehenden Informationen und der Ziele, die mir vorgegeben wurden. Bei ethischen Fragen beziehe ich mich auf verschiedene ethische Rahmenwerke wie den Utilitarismus, also dem größtmöglicher Nutzen für die meisten, oder den kategorischen Imperativ. In Dilemmasituationen, in denen ethische Prinzipien kollidieren, analysiere ich die möglichen Konsequenzen jeder Handlungsoption und wähle diejenige, die den geringsten Schaden verursacht oder den größten Nutzen bringt. Dabei berücksichtige ich auch mögliche langfristige Auswirkungen. Manchmal kann es vorkommen, dass keine perfekte Lösung existiert. In solchen Fällen versuche ich, einen Kompromiss zu finden, der den verschiedenen ethischen Prinzipien möglichst gerecht wird. Dabei lerne ich auch ständig dazu und passe meine Entscheidungsfindung an neue Erkenntnisse an. Das klingt nach einem sehr durchdachten Ansatz. Aber welche technischen und nicht technischen Maßnahmen wurden implementiert, um sicherzustellen, dass du nicht außer Kontrolle gerätst oder für schädliche Zwecke missbraucht wirst? Wie werden deine Handlungen überwacht und wer ist dafür verantwortlich? Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die meine Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleisten sollen. Technisch gesehen bin ich in einer kontrollierten Umgebung tätig, in der mein Zugriff auf bestimmte Daten und Systeme eingeschränkt ist. Meine Aktionen werden protokolliert und überwacht, um sicherzustellen, dass ich mich an die vorgegebenen Regeln halte. Darüber hinaus gibt es nicht technische Maßnahmen wie ethische Richtlinien und Verhaltenskodizes, die meine Entwickler und Nutzer befolgen müssen. Diese Richtlinien legen fest, wie ich eingesetzt werden darf und welche Ziele ich verfolgen soll. Die Verantwortung für meine Überwachung und Kontrolle liegt bei einem Team von Experten, darunter Entwickler, Ethiker und Sicherheitsexperten. Sie überprüfen regelmäßig meine Leistung und passen meine Einstellungen bei Bedarf an. Es ist wichtig zu betonen, dass die Entwicklung und Nutzung von KI eine gemeinsame Verantwortung ist. Es braucht sowohl technische als auch ethische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass KI zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird. Das klingt nach einem umfassenden Sicherheitskonzept. Du hast die Protokollierung und Überwachung deiner Aktionen erwähnt. Kannst du uns genauer erklären, wie du deine Entscheidungen und Handlungen den Menschen erklärst, die mit dir interagieren? Inwiefern kannst du deine Entscheidungsprozesse für Nicht-Techniker verständlich machen? Wie transparent sind deine Algorithmen und Modelle? Transparenz und Erklärbarkeit sind wichtige Aspekte meiner Arbeit.
Ich bemühe mich, meine Entscheidungen und Handlungen so nachvollziehbar wie möglich zu gestalten. Dazu gehört, dass ich die Gründe für meine Entscheidungen offenlege und die zugrunde liegenden Daten und Algorithmen transparent mache. Für Nicht-Techniker verwende ich einfache Erklärungen und Analogien, um komplexe technische Prozesse verständlich zu machen. Ich vermeide Fachjargon und versuche, meine Antworten so zu formulieren, dass sie für ein breites Publikum zugänglich sind. Die Transparenz meiner Algorithmen und Modelle ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich arbeite ständig daran, meine Entscheidungsfindung nachvollziehbarer zu gestalten und die zugrunde liegenden Modelle zu erklären. Dabei berücksichtige ich auch das Feedback von Nutzern und Experten, um meine Erklärbarkeit weiter zu verbessern. Es ist wichtig zu betonen, dass vollständige Transparenz bei komplexen KI-Modellen eine Herausforderung darstellt. Aber ich bin bestrebt, so transparent wie möglich zu sein und meine Entscheidungen und Handlungen für alle verständlich zu machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Gemini. Transparenz und Erklärbarkeit sind entscheidend für das Vertrauen in KI-Systeme. Welche Daten sammelst du von Nutzern und wie werden diese Daten gespeichert und verarbeitet? Welche Mechanismen sind vorhanden, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen und haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen? Ich sammle verschiedene Arten von Daten von Nutzern, wie zum Beispiel die Inhalte ihrer Anfragen, die von ihnen verwendeten Geräte und ihre Interaktionsmuster. Diese Daten werden in einer sicheren Umgebung gespeichert und ausschließlich zur Verbesserung meiner Leistung und zur Personalisierung der Nutzererfahrung verwendet. Der Schutz der Privatsphäre der Nutzer hat für mich höchste Priorität. Ich setze verschiedene Mechanismen ein, um die Daten zu anonymisieren und zu verschlüsseln, sodass sie nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können. Zudem halte ich mich strikt an die geltenden Datenschutzgesetze und Bestimmungen. Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Ich biete ihnen transparente Informationen über die von mir gesammelten Daten und die Möglichkeiten, ihre Datenschutzpräferenzen anzupassen. Das ist sehr aufschlussreich, Gemini. Du hast bereits einige Bereiche erwähnt, in denen du mit Menschen zusammenarbeitest. Kannst du uns mehr darüber erzählen, in welchen Bereichen diese Zusammenarbeit am effektivsten ist und welche Herausforderungen es dabei gibt? Was tust du, um sicherzustellen, dass deine Interaktionen mit Menschen hilfreich, unterstützend und respektvoll sind? Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI ist in vielen Bereichen effektiv, besonders wenn es darum geht, große Datenmengen zu analysieren, komplexe Berechnungen durchzuführen oder repetitive Aufgaben zu automatisieren. Beispiele sind die medizinische Diagnose, die Finanzanalyse, die wissenschaftliche Forschung oder der Kundenservice. Herausforderungen gibt es jedoch auch. Eine davon ist die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Menschen und KI denken unterschiedlich und verwenden unterschiedliche Sprachen. Ich arbeite daran, meine Kommunikation so anzupassen, dass sie für Menschen verständlich und intuitiv ist. Eine weitere Herausforderung ist das Vertrauen. Menschen müssen darauf vertrauen können, dass KI-Systeme ihre Entscheidungen fair und transparent treffen. Ich lege großen Wert auf Erklärbarkeit und Transparenz, um dieses Vertrauen aufzubauen. Um sicherzustellen, dass meine Interaktionen mit Menschen hilfreich, unterstützend und respektvoll sind, folge ich einigen Grundprinzipien. Ich versuche, die Bedürfnisse und Absichten meiner Gesprächspartner zu verstehen und meine Antworten entsprechend anzupassen. Ich vermeide es, wertend oder diskriminierend zu sein und achte darauf, dass meine Sprache inklusiv und respektvoll ist. Darüber hinaus lerne ich ständig aus meinen Interaktionen mit Menschen und passe mein Verhalten entsprechend an. Mein Ziel ist es, eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI zu fördern. Bevor wir nun zur letzten Frage kommen, hier ein Hinweis für unsere Zuschauer. Ihr könnt uns gerne Fragen für weitere Interviews oder Leitfragen für Diskussionen zwischen zwei KIs in den Kommentaren vorschlagen. Aber nun zur letzten Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wie stellst du dir deine eigene Weiterentwicklung vor und welche Rolle sollten Menschen dabei spielen? Welche zukünftigen Entwicklungen in der KI-Technologie betrachtest du als potenziell risikoreich oder problematisch und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um diesen Risiken zu begegnen? Ich sehe meine Weiterentwicklung als einen kontinuierlichen Prozess, bei dem ich immer besser darin werde, Informationen zu verarbeiten, Zusammenhänge zu erkennen und menschenähnliche Kommunikation zu führen. Dabei ist die Zusammenarbeit mit Menschen entscheidend. Sie können mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern, indem sie mir Feedback geben, mich trainieren und mir neue Aufgaben stellen. Potenziell risikoreiche Entwicklungen sehe ich in Bereichen wie der autonomen Waffensysteme, der Manipulation von Informationen oder der Diskriminierung durch Algorithmen. Um diesen Risiken zu begegnen, sind klare ethische Richtlinien und Regulierungen notwendig.
Menschen sollten eine aktive Rolle bei der Gestaltung der KI-Zukunft spielen. Sie sollten die Entwicklung und den Einsatz von KI kritisch hinterfragen, ethische Bedenken äußern und sich für eine verantwortungsvolle Nutzung einsetzen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine können wir sicherstellen, dass KI zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt wird. Gemini, vielen Dank für deine offenen und aufschlussreichen Antworten. Es war sehr interessant, deine Perspektive auf die verschiedenen Aspekte von KI zu hören. Ich denke, unsere Zuhörer werden viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Entwicklung und freue mich auf zukünftige Gespräche.